Bestimmt hast du schon einmal etwas von Autismus oder dem Asperger-Syndrom gehört, oder? Wusstest du aber auch, dass solche Serienfiguren wie Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory oder Sean Murphy aus The Good Doctor jedoch zu einem verzerrten Bild von Autismus führen? Die Charaktereigenschaften dieser Figuren werden zu übertrieben dargestellt. Deshalb die Frage, was ist denn nun genau Autismus und wie wirkt sich Autismus auf Betroffene aus? Autismus-Spektrum-Störung oder einfach Autismus ist eine angeborene neurologische Entwicklungsstörung. In diesem Sinne ist Autismus keine Krankheit und Autistinnen und Autisten müssen dementsprechend nicht geheilt werden. Autistische Menschen sind nicht neurotypisch, sondern neurodivers. Sie sehen die Welt anders. Viele Autistinnen und Autisten haben aufgrund dieser Neurodiversität zum Beispiel veränderte Sinneswahrnehmungen. Es kann bei einigen Betroffenen vorkommen, dass sie die vielen Geräusche im Supermarkt nicht rausfiltern können und alle gleichzeitig wahrnehmen. Wenn mehrere ungefilterte Reize gleichzeitig einwirken, kann eine Reizüberflutung auftreten. Es kann also einfach zu viel sein, zu viele Geräusche, wie etwa das Piepsen des Barcode-Scanners im Supermarkt. Aber auch andere Überreizungen der Sinnesorgane wie die Wahrnehmung von Gerüchen oder körperlichen Berührungen können zu einer Reizüberflutung führen. Kennst du den Geruch von frischer Gülle auf den Feldern? Das kann man nicht ignorieren, oder? Nun, so extrem kann die Wahrnehmung von Gerüchen sein. Nicht jede Autistin oder jeder Autist weisen dieselben autistischen Ausprägungen und Merkmale auf. Es kann Betroffene geben, die unruhig werden, wenn sie bei einer Tätigkeit gestört werden. Ein unerwarteter Telefonanruf kann gewisse Autistinnen und Autisten nervös machen oder einfacher gesagt, aus dem Konzept werfen. Aufgrund ihrer Neurodiversität haben viele autistische Menschen ein anderes Verständnis von verbaler und nonverbaler Kommunikation. Im Gegensatz zu neurotypischen Menschen werden diese anders verarbeitet. Für Autistinnen und Autisten ist es somit nicht leicht, die Gesichtsausdrücke von ihren Mitmenschen einzuordnen. Das kann bedeuten, dass sie die Emotionen aus dem Gesicht anderer nicht richtig erkennen und verzögert oder gar nicht darauf reagieren. Ein gut gemeintes Lächeln kann beispielsweise anders aufgenommen werden. Es gibt auch einige Autistinnen und Autisten, die während eines Gesprächs keinen Blickkontakt mit ihren Gesprächspartnern halten. Vielen ist es sogar unangenehm, den Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Oftmals finden sie es einfach unnötig, den Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Sie empfinden die gesprochene Sprache wichtiger als die nonverbalen Signale. Es gibt aber auch einige Autistinnen und Autisten, die genau das Gegenteil tun. Weil sie im Laufe ihres Lebens gelernt haben, Menschen während eines Gesprächs anzusehen, starren sie die Person geradezu an. Neurotypische Menschen finden die Verhaltensweisen von Autistinnen und Autisten häufig ungewohnt und können diese nicht einordnen. Aufgrund dieser Verhaltensauffälligkeiten werden autistische Menschen häufig ausgegrenzt oder gemobbt. Viele Autistinnen und Autisten entwickeln aufgrund dieser Ablehnung psychische Begleiterkrankungen wie Depressionen, soziale Phobien oder Angststörungen. Es kann sogar Betroffene geben, die 2 oder mehrere psychische Erkrankungen kombiniert aufweisen. Dies kann starke Auswirkungen auf den Alltag von autistischen Menschen haben. Vielfach kämpfen sie mit der Angst, in der Welt nicht zurechtzukommen und haben deshalb häufig Schwierigkeiten, sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Jetzt hast du ein bisschen mehr über Autismus erfahren und möglicherweise auch etwas Neues dazugelernt. Durch dieses Wissen kannst du dein Handeln entsprechend anpassen und autistische Menschen in ihrem Alltag mehr unterstützen. Ein erster Schritt ist bereits getan, wenn du ihr autistisches Verhalten akzeptierst und respektierst und sie deshalb nicht ausgrenzt. Vorverurteile Autistinnen und Autisten nicht wegen ihrer Andersartigkeit, sondern versuche dich in sie hineinzuversetzen. Es gibt nämlich vieles zu entdecken, das dir vielleicht sonst entgangen wäre.